Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Jorama Modellbau und Scalebench veranstalten wieder ein Group-Build. Und wie beim letzten Mal mache ich wieder mit. Dieses Mal bin ich allerdings etwas spät dran, denn das Ganze begann schon im November und endet im Februar, den wir jetzt schon haben. Thema diesmal ist Reconnaissance, also Aufklärung. Ob Science Fiction, Fantasy oder historisch war dabei nicht von Belang. Und auch die Gegenwart gehörte natürlich dazu. Auf meinem Berg der Möglichkeiten liegt schon seit längerer Zeit eine Box napoleonische Lanciers. Und da Lanciers oder auf Deutsch Ulanen auch zur Aufklärung eingesetzt wurden, ist dies eine passende Gelegenheit, die Figuren aus der Box und in die Vitrine zu bekommen. Wie ja schon auf dem Thumbnail sichtbar und auch der Name Lancier schließen lässt, sind Ulanen mit Lanzen bewaffnete Kavallerie, die seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen größeren Heeren Europas Verbreitung fand. Der Ursprung liegt in den polnischen Flügelhusaren. Diese waren eine leichte oder gemischte Reiterei, die sich zu einer einheitlichen schweren Kavallerie entwickelte. Ihr bekanntester Sieg war in der Schlacht am Kahlenberg 1683, als sie an der Aufhebung der Belagerung Wiens beteiligt waren. Die Flügel bestanden aus Holz- oder Stahlbügeln, an denen Adlerfedern befestigt waren. Angeblich sollten durch die Geräusche die gegnerischen Pferde verängstigt und so unkontrollierbar werden. Die Pferde der Husaren selber waren auf die Geräusche trainiert. Die Flügel sollten aber auch vor Hieben in den Rücken schützen und verhindern, dass die Tataren ihre Wurfschlingen einsetzen konnten, um die Reiter vom Pferd zu ziehen. Der Ursprung der Flügel ist heute nicht mehr bekannt. Aber sie waren scheinbar auch nicht zwingend vorgeschrieben und wurden auch öfter zur Parade als zum Kampf getragen. Aber zurück in die napoleonische Epoche. Das Wort Ulan, also die im Deutschen übliche Bezeichnung für Lanciers, kann mehrere Ursprünge haben. Einmal das türkische Wort Oglen, was Junge oder junger Mann bedeutet, aber auch die Alanen, ein iranisches Reitervolk, wird als möglicher Ursprung genannt. Während des 17. Jahrhunderts kamen in Europa nach und nach stehende Heere auf und die Lancierer, die letzten Überbleibsel der Ritterheere, verschwanden. Polen-Litauen blieb das einzige Land mit einer mit Lanzen bewaffneten Kavallerie. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts fielen durch die polnischen Teilungen große Gebiete unter die Herrschaft Preußens, Russlands und Österreichs. In den Koalitionskriegen gegen Ende des 18. und mit Beginn des 19. Jahrhunderts kamen über die polnische Legion und die Armeen Italiens die Ulanen auch wieder nach Frankreich, wo sie sehr populär wurden und man sie in allen größeren Armeen des 19. Jahrhunderts ebenfalls aufstellte. Nach Frankreich kamen die ersten Ulanen nach der Befreiung Polens 1806. Während Napoleons Einzug in Warschau wurde seine Ehrengarde durch polnische Adlige gestellt, die Napoleon so beeindruckten, dass er die Aushebung eines polnischen Chevaulegers-Regiments für seine Garde befahl. Lanzen bekamen die Chevaulegers trotzdem erst 1809, nachdem sie in der Schlacht von Wagram bereits österreichische Lanzen erbeutet und diese gegen ihre Vorbesitzer eingesetzt hatten. Ihre Bezeichnung änderte sich in Chevaulegers Lanciers. Die späteren französischen Regimenter und auch die Ulanen anderer Nationen wurden aber nicht mehr durch die Rekrutierung von Polen aufgestellt, sondern durch die Umwandlung bereits bestehender Einheiten. In Frankreich wurden beispielsweise 1811 6 Regimenter Dragoner zu Chevaulegers Lanciers der Linienkavallerie umgewandelt und zählten wie die Dragoner zur mittelschweren Reiterei. Der größte Vorteil der Lanciers war, dass sie mit ihren Lanzen in der Lage waren, die Bajonette der Infanteriekarrees zu überwinden. Eine kurze Erklärung hierzu für alle, die sich nicht mit der Infanterietaktik der napoleonischen Kriege auskennen. Die Standardformation der Infanterie zur Abwehr von Kavallerie war ein Karree. Die Soldaten formierten sich zu einem Quadrat und richteten die aufgepflanzten Bajonette nach außen. Ähnlich wie die Sarissen der Makedonen in der Antike bildeten sie so einen Wall aus Klingen, der für Kavallerie in der Regel nicht zu überwinden war. Hinzu kam noch die Feuerkraft der Musketen. Das erste Glied kniete sich hin und das zweite stand dahinter. So konnten beide immer abwechselnd feuern. Das klingt jetzt natürlich erstmal so, als ob Infanterie, sobald sie ein Karree geformt hat, ein nahezu unüberwindliches Hindernis für die Kavallerie dargestellt hat. Das war allerdings nicht immer der Fall. In der Schlacht von La Albuera 1811 setzte plötzlich starker Regen ein und die Musketen der britischen Armee waren quasi von einer Minute auf die andere nutzlos. Die französische Kavallerie nutzte diese Situation aus und 3500 Kavalleristen, darunter auch die Lanciers des 1. Kavallerieregiments der Weichsellegion, griffen die Briten an.
Diesen gelang es jetzt nicht, das Karree zu formieren, und innerhalb weniger Minuten war ein Großteil einer ganzen Infanteriebrigade vernichtet worden. Es war allerdings nicht nur das Wetter, sondern manchmal auch reiner Zufall, der es Kavallerie möglich machte, ein Infanteriekarree aufzubrechen. Nach der Schlacht von Salamanca im Juli 1812 kam es bei García Hernández zu einem Gefecht zwischen Dragonern der King's German Legion und französischer Infanterie. Die King's German Legion bekam ihren Namen daher, dass sie aus Soldaten des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg bestand, das damals in Personalunion mit Großbritannien verbunden war. Dieser Verband wuchs im Verlauf der Napoleonischen Kriege auf 150.000 Mann an, mit eigener Artillerie, Infanterie und Kavallerie. Bei García Hernández stellten die Dragoner der Legion nach der Schlacht von Salamanca zurückziehende französische Infanterie. Die Kavallerie griff an und eines der Pferde wurde auf kurze Distanz getroffen und fiel in die Ränge der Infanterie. Die übrigen Dragoner stürmten diese Bresche und innerhalb kürzester Zeit ergab sich das ganze Karree. Allerdings muss man zu diesen beiden Vorfällen auch sagen, dass sich keine Armee der Napoleonischen Kriege auf das Wetter oder den Zufall verlassen hat, um mit Kavallerie Infanterie anzugreifen. Die Taktik gegen formierte Infanterie bestand darin, in Wellen anzugreifen. Hierbei wurde schlicht und einfach davon ausgegangen, dass die zweite und alle folgenden Angriffswellen die Infanterie erreichen konnten, während diese nachlud. Sobald die Infanterie aber in Rängen, zugweise oder in rollenden Salven, also in kleinen Gruppen schoss, waren immer Teile des Karrees schussbereit und konnten Abwehrfeuer geben. Hauptziel der Kavallerie sollten auch die Ecken sein, wo die Einheiten des Karrees aneinanderstießen, denn diese galten als am verwundbarsten. War ein Karree allerdings schon durch Musketenfeuer und Artillerie geschwächt worden, hatte die Kavallerie oft leichtes Spiel. Nichtsdestotrotz stellte ein Karree einen sehr starken Schutz vor Kavallerie dar, wenn es eben nicht gerade regnete oder ein Pferd in die Infanterie fiel. Die Zuordnung zur schweren oder leichten Reiterei war von Land zu Land verschieden. In Preußen waren Ulanen bis zur Scharnhorstschen Reform leichte Kavallerie, danach schwere. In Großbritannien waren sie leichte Kavallerie, aber dort stellte man die ersten Ulanen- oder Lancer-Regimenter erst nach den Napoleonischen Kriegen auf. Frankreich zählte seine Lanciers zur mittelschweren Kavallerie. Dort, wo die Lanciers oder Ulanen als leichte Kavallerie eingestuft wurden, wurden sie zur Aufklärung und für Sicherungsaufgaben eingesetzt, sowie für den sogenannten Kleinen Krieg. Der Kleine Krieg umfasste neben den Sicherungsaufgaben auch die Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen Armeen, wie schon erwähnt die Aufklärung, aber auch Überfälle und Hinterhalte. Die Einheiten operierten dabei oft hinter den feindlichen Linien und man erwartete von Offizieren und Soldaten ein hohes Maß an eigenständigem Handeln. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwand die Bedeutung der Kavallerie mit der Entwicklung zielgenauerer und weitreichenderer Schusswaffen. An dieser Stelle möchte ich aber die Schlacht von Mars-la-Tour während des Deutsch-Französischen Krieges erwähnen. In dieser Schlacht gelang es zwei preußischen Armeekorps, die französische Rheinarmee zum Rückzug in die Festung Metz zu zwingen. Bemerkenswert an dieser Schlacht ist von Bredows Todesritt, der Auswirkungen auf den Einsatz der Kavallerie bis zum Ersten Weltkrieg haben sollte. Gegen 14 Uhr geriet der linke Flügel der preußischen Armee in Bedrängnis und General Adalbert von Bredow erhielt Befehl, die französische Artillerie auszuschalten. Von Bredow nutzte das Gelände und den Kanonenrauch, um sich an die Artillerie anzunähern. Ungefähr 1000 Meter vor den französischen Linien brachen die 14.000 Kürassiere und Ulanen von Bredows aus dem Rauch und versetzten die französische Infanterie derart in Panik, dass diese auf alles schoss, was auf einem Pferd saß. So leider auch auf ihre eigene Reiterei, die als Verstärkung heraneilte. Von Bredow und seinen Truppen gelang es, die Artillerie und Kavallerie zu vernichten, allerdings wurden die Preußen danach zum Rückzug gezwungen, als ihnen die Kavalleriedivision Le Grand in die Flanke fiel. Von Bredows erfolgreicher Angriff hatte aber gezeigt, dass Kavallerie trotz neuerer Waffen immer noch eine wichtige Rolle in den Schlachten haben konnte, und bis zum Ersten Weltkrieg unterhielten alle europäischen Nationen Kavallerieeinheiten. Manche sogar bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Während des Ersten Weltkriegs wurden dann auch die Ulanen meist nicht mehr zu Pferd eingesetzt, weil der Stellungskrieg an der Westfront berittene Einsätze unmöglich machte. Die Pferde wurden oft an die Artillerie abgegeben. Im Osten war die Situation etwas anders, dort war der Krieg immer noch in Bewegung, wie man sagte, und Kavallerie hatte ihren Anteil an den Schlachten.
Ein wichtiges Merkmal der Ulanen oder Lanciers muss aber noch erwähnt werden. Ihre Uniform lehnte sich stark an die polnische Nationaltracht an und übernahm von dieser die Czapka. Die Czapka ist eine viereckige Mütze, die noch heute von den polnischen Landstreitkräften getragen wird. Nun tragen meine Lanciers diese offensichtlich nicht, sondern einen Raupenhelm. Deswegen hier das Bild eines Klevebergschen Garde-Ulanen mit einer Czapka. Die Czapka passte sich entsprechend der Mode ihrer Zeit dem Czako an und in Preußen später der Pickelhaube. Allerdings blieb jedes Mal der viereckige Deckel erhalten. Ab ungefähr 1800 kam auch noch die Kurtka hinzu. Diese Jacke hatte ein sogenanntes Plastron, ein Bruststück in den Farben des Regiments. Das haben meine Lanciers hier auch an. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Für alle, die sich fragen, warum der Trompeter eine rote Uniformjacke trägt und keine grüne wie seine Kameraden, das liegt daran, dass Trompeter die Farben des Regiments verkehrt herum trugen, um so für den Offizier leichter erkennbar zu sein. Später trugen Trompeter und Trommler eine einheitlich grüne Uniform mit den Insignien des Kaiserreichs. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.